Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von MJ Update hier auf meinem YouTube-Kanal H. Hemann. Und folgende Themen habe ich heute für euch vorbereitet. Einmal ein kleiner Nachschlag zu Thriller 40, all die Sachen, die ich beim letzten Mal nicht erwähnt habe. Danach habe ich noch ein paar News für euch rund um Michael Jackson. Und als drittes schauen wir uns den offiziellen Michael Jackson Kalender 2023 an. Also viel Spaß! Schön, dass ihr immer noch da seid. Vielen Dank. Ich habe es mir ja gemütlich gemacht auf meiner kleinen MJ-Couch. Ich hoffe, sie gefällt euch. Schreibt doch mal rein, was ihr dazu denkt. Ja, und da ist auch schon der Kalender, der Official 2023 Kalender von Michael Jackson. Den gucken wir uns später noch genauer an. Wir stehen ja jetzt gerade kurz vor Silvester. Diese Folge kommt ja so zwischen den Feiertagen raus. Und daher lohnt es sich, oder daher habe ich das zum Anlass genommen, dass wir uns mal den Kalender anschauen. Der ist noch original verpackt, also ich habe mir den von innen auch noch gar nicht angeschaut. Das machen wir gleich zusammen. Bevor wir aber mit Thriller 40 nochmal den Nachschlag machen, ein paar News gibt es, die ich euch mitteilen möchte, und den Kalender anschauen, möchte ich mich noch bedanken, und zwar für das Feedback, das ich bekommen habe. Einmal an The Glow, vielen Dank für deinen tollen Kommentar unter meiner ersten Folge. Auch den Hinweis, was den Ton angeht, da habe ich mir auch schon was überlegt. Wenn ich die Serie weitermache, werde ich mir noch ein Mikrofon zulegen, damit ihr mich auch gut hören könnt und nicht den Ton hochdrehen müsst. Deshalb versuche ich jetzt auch etwas lauter und deutlicher zu sprechen, damit man den Ton eben nicht so hoch drehen muss. Ich hoffe, der Ton ist für euch okay. Aber in Zukunft, wenn ich weitermache mit der Serie, werde ich da sicherlich auch noch ein bisschen Equipment zulegen und somit werden die Folgen auch etwas hochwertiger daherkommen. Auch ein Dank an die MJ Family Group. Ihr habt mir auch ein tolles Feedback gegeben. Ja, und deshalb habe ich einfach mal dieses ganze Feedback zum Anlass genommen, weiterzumachen. Und ja, und wenn ihr das noch nicht kommentiert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal kommentiert, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr von dem Konzept haltet. Das hier MJ Update, die Michael Jackson Entertainment Sendung, würde ich sie jetzt nennen. Ja, heute mit Folge 2 und schreibt doch mal rein, wie ihr es findet. Ich würde mich freuen. So, und jetzt gehen wir mal weiter. Ich habe hier nämlich einen kleinen Spickzettel. Und auf diesem Spickzettel, da steht alles drauf, was um Thriller 40 passiert ist. Ich hoffe alles, vielleicht habe ich auch wieder was vergessen. Aber gehen wir es mal durch. Ich habe euch in der ersten Folge die 3 Veröffentlichungen rund um Thriller 40 gezeigt. Das war einmal die Vinyl, die normale Thriller 40 Vinyl mit dem neuen Cover und dem neuen Logo. Das war die Doppel-CD mit den 10 neuen Songs, Raritäten und Demos. Und das war die Original Master Vinyl, limitiert auf 40.000 von der Mofi-Firma, die eben diese hochwertige Vinyl herstellt. Neben den 3 gerade benannten erschien auch noch eine weitere CD, und zwar eine Hybrid-SA-CD, auch von der Mofi-Firma, die diese Vinylplatte also diese hochwertige Vinyl hergestellt hatte. Und die haben auch noch eine Hybrid-CD sozusagen herausgegeben, die auch in besonders hochwertiger Qualität das reguläre Thriller-Album abspielt. Also die Bonus-Songs waren da auch nicht drauf oder sind da nicht drauf. Also diese 4 Veröffentlichungen gab es, die man auch hierzulande überall bestellen konnte. Soweit ich das sehe, sind jetzt immer noch welche verfügbar. Also man kann noch alles bekommen, auch die limitierten Scheiben sind noch verfügbar. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne nochmal in die einschlägigen Shops reingehen und euch das zulegen. Dann erschien noch eine ganze Reihe von offiziellen Michael Jackson Merchandising. Also verschiedenste T-Shirts, das hier gehört jetzt nicht dazu, das ist ein anderes. Also es gab noch T-Shirts, Hoodies, Pullover, Sweatshirts, Cappies, Mützen, also ganz unterschiedliche Formate, Thriller 40.
Formate, die erschienen im offiziellen Michael Jackson Shop auf michaeljackson.com. Die aktuell erschienenen, also es gab schon mal was im Sommer, das eine Serie, die zu Thriller 40 erschien, das war alles mit diesem neuen Logo. Und jetzt zu Thriller 40 Erscheinung sind nochmal neue Sachen hinzugekommen und diese gefallen mir wesentlich besser. Das ist dieses offizielle Thriller-Logo da drauf, Michael Jackson Thriller gibt es auf einem Hoodie. Das Albumcover wird verarbeitet, auch mit dieser 40, wie man das von der CD kennt, mit diesem Kreis, wo dann Michael Jacksons Kopf rausguckt, der Thriller-Kopf. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die auch richtig cool sind. Also ein Blick in den Michael Jackson Shop lohnt sich. Da gibt es ein paar tolle Sachen zu entdecken. So, was gab es noch? Dann gab es eine Ausstellung, eine Immersive Exhibition. Und zwar als die MTV Music Awards, die europäischen Music Awards in Düsseldorf waren, fand zur gleichen Zeit auch eine offizielle Michael Jackson Ausstellung in Düsseldorf statt. Das war um den 10. November, ich glaube 10. bis 13. November. Ich selbst wollte eigentlich auch dort sein, konnte ich aber nicht, weil ich flach lag. Ich hatte eine Erkältung. Ich habe mich sehr geärgert, ich konnte nicht dahin gehen. Ich war ins Bett gefesselt und habe leider nur ein paar Kilometer von hier entfernt, der Weg nach Düsseldorf, habe ich nicht geschafft. Ich habe das natürlich online verfolgt, es gibt zahlreiche Fans, die da waren, unter anderem auch Giovanni Zarella war dort und hat auch auf Instagram gepostet. Also es gab eine ganze Reihe Videos, die von dort entstanden sind, Filmkulissen wurden nachgebaut, der Billardtisch, der Billie Jean Walk mit diesen Lichtern, die auf dem Boden waren. Die Vinyls wurden bedacht, die einzelnen Singles haben eine Ausstellung bekommen. Es gab auch Kritik, einige fanden das zu schwach, andere fanden das cool. Ich selbst war nicht da, ich kann eben halt nicht sagen, ob es jetzt gut oder nicht gut war. Aber Fakt ist, sie hat nun mal stattgefunden und es war auch sehr groß beworben. Also in Düsseldorf auf der Köh, das ist die Hauptverkaufsstraße in Düsseldorf, da wo die ganzen Geschäfte sind, auch die teuren Geschäfte, die man von der Köh kennt in Düsseldorf. Und da hat sich so eine Ausstellungsfläche für Thriller 40 gefunden. Und eine Woche später hat die gleiche Ausstellung in New York stattgefunden. Das heißt, auch diese Ausstellung ist dann nochmal nach New York gezogen und auch da gab es zahlreiche Videos, die online zu finden sind. Ja, die Michael Jackson Exhibition in Düsseldorf und New York. Und danach, jetzt muss ich mal gerade überlegen, das war glaube ich Anfang Dezember, fanden weltweit Michael Jackson Fanpartys statt in unterschiedlichsten Großstädten, ich glaube Madrid, Paris, London, Tokio, auch lateinamerikanische Städte waren dabei, New York, Los Angeles, Las Vegas glaube ich, also es gab ein paar Großstädte, das waren glaube ich so 10 Groß-Events verteilt auf der ganzen Welt. Das waren auch offizielle Michael Jackson Partys von Sony und dem Michael Jackson Estate, gegebene Veranstaltungen. Und auf diesen Veranstaltungen wurde der neue Dokumentarfilm gezeigt, und zwar Thriller 40. Das heißt, das Thriller-Album bekommt auch einen eigenen Dokumentarfilm. Wir kennen das schon von Bad 25, also da gab es schon mal ein Dokumentarfilm von Spike Lee. Auch zu Off the Wall gab es einen Dokumentarfilm zum 35. Jubiläum von Off the Wall. Gab es auch von Spike Lee einen Dokumentarfilm, und bei diesen Fan-Events wurde er jetzt eben auch vorgestellt, und das war auch eine total abgeschottete Premiere. Es gibt nur ganz kleine Ausschnitte, die im Internet gelandet sind. Da soll es ein paar hochwertige Aufnahmen, ich glaube von der Victory Tour geben, in 4K. Ja, und aus Amsterdam, da gab es auch eine offizielle Release-Veröffentlichung von Sony, von dem Fan-Event. Also da war auch einiges los. Ja, und die Thriller 40 Doku, die soll Anfang nächsten Jahres weltweit veröffentlicht werden.
Allerdings habe ich das jetzt nicht weiter mehr was von gehört. Also es steht kein genauer Veröffentlichungszeitpunkt fest, ob das jetzt im Fernseher ausgestrahlt wird, ob das in die Kinos kommt, wann der genaue Zeitpunkt sein wird. Also das weiß man gerade nicht. Hier in Deutschland gab es eine Woche vor Veröffentlichung des Thriller-Albums, gab es auch eine Doku, und zwar auf RTL 2 lief im Rahmen der Serie Pop-Giganten auch ein Special zum Thriller-Album. War auch ganz interessant, war schön zu sehen, dass das Album so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Alexander Gernand war dort auch wieder im Hintergrund und hat berichtet, auch andere Künstler oder auch der ehemalige Sony-Chef hat dort berichtet. Im Großen und Ganzen war das auch eine sehr positive Doku, die dort gezeigt wurde, die auch dem Album gerecht wird, auf jeden Fall. So, da bin ich wieder zurück mit einem Gläschen Wasser. Ich habe eigentlich gar keinen Husten, aber irgendwie habe ich gerade, wenn ich so viel spreche, kommt da so ein kleiner Hustenreiz. Naja. Ja, damit sind wir, würde ich jetzt sagen, damit sind wir alle Thriller vor die Veröffentlichung gerade durchgegangen. Und es gab noch mal ein paar Meldungen zu der Vinyl, zu der Original Master Vinyl. Ich hole sie mal gerade. So, da habe ich die Original Master Recording Michael Jackson Ultra Disc One Step Pressing by Mobile Fidelity Sound Lab. So, da ist sie. Und ich habe jetzt mittlerweile, als ich die in der ersten Folge habe ich die herausgeholt und war auch ein bisschen verwundert, dass da schon ja so Schlieren drauf sind und Fingerabdrücke. Das hat mich ein bisschen auch erschrocken, ne, dass das so hochwertig angepriesen wird, und dann hat man so eine teure Schallplatte und dann sind da schon irgendwie Flecken drauf. Fand ich schade, und ich habe jetzt im Nachgang auch mitbekommen, dass ich nicht der Einzige war. Also es gibt ganz viele, die sich die zugelegt haben und haben dann auch Schlieren auf ihrer Version entdeckt. Da gibt es auch YouTube-Videos zu, wo das thematisiert wurde, auch auf Deutsch. Ich verlinke euch das hier auch gerne unten rein in der Erklärung. Ja, und das fand ich schade für so ein hochwertiges Produkt. Ich habe das jetzt auch nicht zurückgeschickt. Ich behalte das. Ich habe das in den USA im offiziellen Michael Jackson Shop bestellt. Und die Rückabwicklung, Umtausch, das wäre mir jetzt zu kompliziert gewesen. Ich behalte sie so auf jeden Fall. Zum Sound wollte ich noch was sagen. Ich habe sie mir jetzt auch angehört, mehrfach angehört. Und man muss schon sehr genau hinhören, um da Veränderungen zu hören. Also ich habe auch andere Pressungen von den Alben und die hört sich schon natürlich sehr gut an. Also das ist schon ein tolles Album. Die ruhigen Songs, finde ich, hören sich hier auch nochmal, also da lohnt sich das. Also Baby Be Mine, Human Nature, The Lady in My Life, das sind so 3 Songs, wo ich sage, oh, das fand ich, hat mich nochmal irgendwie geflasht. Die restlichen Songs, meine ich, da ist nicht so viel Unterschied. Also die hat schon, wenn man die Originalpressung von 82 hat, da hat man auf jeden Fall schon mal einen guten, also da hat man kaum Unterschied gemerkt. Also das einmal nochmal so, einige haben mich gefragt, ja, wie ist denn die Pressung, ist die gut? Also auch trotz der Schlieren hört sie sich sehr gut an. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, oh, das ist jetzt verkratzt, da kommt ein schlechter Ton raus. Pressung ist trotzdem gut. Ob man sie jetzt unbedingt haben muss, weiß ich nicht, aber für Sammler, und ich sammle nur mal Schallplatten, ist das sicherlich eine tolle Sache. Also da würde ich sagen, da kann man das schon für investieren. Ja, das einmal nochmal mein Feedback zu dieser Vinyl, weil einige danach gefragt hatten. So, jetzt haben wir einen kleinen Newsblock. Es gibt 2 News, die jetzt im Dezember noch veröffentlicht wurden. Einmal gibt es eine News um Elizabeth Taylor. Sie war ja eine sehr gute Freundin von Michael Jackson. Und da ist gerade ein Buch erschienen von Kate Anderson Brower.
Und sie hat das Buch herausgebracht, The Grit and Glamour of an Icon. Und da geht es halt um Elizabeth Taylor. Und da wurden unter anderem auch private Briefe von ihr veröffentlicht. Und in einem Brief ging es auch um Michael Jackson, den Elizabeth Taylor geschrieben hat, nachdem Michael Jackson verstorben war. Da hat sie quasi ihm in Gedenken einen Brief geschickt, wo sie halt auch geschrieben hat, dass ihr Herz zerrissen ist, dass sie ihn vermisst. Also ein sehr emotionaler Brief, und der wurde hier in diesem Buch nochmal abgedruckt. Und das zeigt auch nochmal, was für eine innige Freundschaft die beiden hatten. Also das fand ich jetzt auf jeden Fall bemerkenswert. Dann gibt es, und dann, das ist auch noch erwähnenswert, jetzt im Dezember ist neues Videomaterial von Michael Jackson aufgetaucht. Und zwar auf einem britischen Flohmarkt soll jemand über ein Videospiel gestolpert sein. Und auf diesem Videospiel sind in hoher Auflösung die Videosequenzen von Michael Jackson drauf. Und zwar geht es konkret um ein Sega-Spiel. Michael Jackson war mit Sega ja immer schon irgendwie verbandelt. Das kam auch erst später raus, dass er diverse Soundtracks für Spiele geschrieben hatte. Und er war so auch in einem Simulationsspiel sozusagen der Captain, oder der Commander, der das Spiel eben geleitet hat. Und das Spiel heißt, da muss ich gerade ablesen, Scramble Training Sega Advanced System 1. Das ist ein Bewegungssimulatorspiel, wo man quasi mit einem Raumschiff durchs Weltall fliegt. Und ich glaube, das waren so 12-15 Minuten geht das ganze Video, wo alle Sequenzen aus diesem Videospiel hintereinander in hoher Auflösung in einem Video zusammengeschnitten wurden. Und ja, das zeigt nochmal, gerade so, das ist aus dem Jahre 1993, das kannte man kaum, dieses Video, da gab es wohl nur ganz wenige Videos von, oder ganz wenige, die dieses Simulatorspiel damals gekauft haben. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie das damals war. Ich kann mich nicht erinnern, damals Werbung für dieses Simulatorspiel gesehen zu haben. Ich war damals auch schon Fan. Und dass er mit Sega so viel macht, das wurde ja auch erst später bekannt. Und umso erstaunlicher war es jetzt, dass man dieses Videospiel wiederentdeckt hat und dass der Käufer eben diese Sequenzen auch alle online gestellt hat. Das scheint wohl auch denn ein Fan zu sein. Ich verlinke euch das auch hier rein, dann könnt ihr nochmal euch das Video im Nachgang ansehen. Ja, das sind so die zwei News, die mir gerade über den Weg gelaufen sind, die ich auf jeden Fall mit euch teilen wollte. Und ja, jetzt schauen wir uns mal den offiziellen Michael Jackson Kalender an. Da ist er. Michael Jackson Official 2023 Kalender. Der kam an und der ist so straff eingewickelt, dass der leider auch schon eine Delle hat und verbeult ist. Das fand ich ein bisschen ärgerlich, dass der so verbeult hier ankam. Ich mache den jetzt mal auf und wir gucken uns den zusammen an. So, da ist er. Da ist der Kalender. Vorderseite. Also die Vorderseite, finde ich, ist gelungen. Und hier haben wir die Rückseite. Da sind auch die ganzen Monate und deren Fotos abgedruckt. Und den offiziellen Michael Jackson Kalender könnt ihr hier an Danilo sehen. Also Danilo ist der offizielle Vertreiber des Michael Jackson Kalenders. Es gibt ja jedes Jahr auch eine ganze Reihe nicht offizieller Kalender, aber wenn ihr den Danilo-Kalender habt, dann ist das der offizielle. Da ist auch hier das MJJ-Logo drauf und es steht auch in der Regel Triumph International, da steht 2022 Triumph International. Daran erkennt man dann auch, dass es der offizielle Kalender ist. Ja, schauen wir uns die Monate mal an. Die Vorderseite ist auf hartem Papier. Man sieht leider schon durch den Transport, hier sind ein paar Dellen drin.
Und die Seite lässt sich auch nicht so gut umschlagen. Ja, ich will das jetzt nicht machen. Ich sehe auch hier oben, die Ringe sind ein bisschen verschoben. Dadurch lässt sich das Blatt nicht umdrehen. Ja, daran liegt es. Ja, also ihr seht, die Qualität ist, würde ich jetzt sagen, nicht ganz so optimal, weil hier oben die Ringe ein bisschen verschoben sind. Und dadurch gehe ich die Seiten einmal so durch. Ich zeige euch die Monate. Hier haben wir den Januar mit einem The Way You Make Me Feel Foto von 1988. Und im Kalender ist noch ein Michael Jackson Logo drin. Und hier unten sind Feiertage, internationale Feiertage auch mit bedacht. Februar haben wir noch ein The Way You Make Me Feel Motiv und das Zehenspitzenmotiv wiederholt sich. Wir sehen hier noch das MJ-Logo. Im März, da haben wir was anderes, nicht schon wieder The Way You Make Me Feel, aber wir haben hier eine Aufnahme vom Black or White Videodreh. Im April haben wir Dangerous Live. Ich kann jetzt nicht genau erkennen, von welchem Auftritt das ist. Vielleicht Dangerous Tour zweite Leg könnte das sein. Im Mai Beat It Bad Tour ist das eindeutig. Da haben wir Speed Demon Videodreh, Juni. Hier haben wir auch die zweite Leg der Dangerous Tour mit dem Tour Opening zu Jam. Im August darf Thriller ran. Also typisches Motiv aus dem Video. September Smooth Criminal Motiv. Ach, Oktober, da ist wieder The Way You Make Me Feel, schon zum dritten Mal. Dirty Diana im November. Und wieder vom Moonwalker Videodreh, der Dezember. Damit schließt denn der Kalender ab und das war's. Damit, ja, da seht ihr es. Da ist die Spirale rausgesprungen. Das zum Thema Qualität, das überrascht mich. Ja, ich lege es mal weg. Ich repariere das vielleicht später. Ja, das ist der offizielle Michael Jackson Kalender von Danilo. Ja, dass der jetzt auch noch kaputt gegangen ist, live im Video, ja, kann man nichts machen. Grundsätzlich finde ich den von der Aufmachung sehr schön. Die Motive finde ich, ja, da könnte man ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Ich finde, dass es ist ein offizielles Produkt, das wird von Michael Jackson Estate rausgegeben und die Motive sind sehr, ja, die kennt man in der Regel. Und das ist auch, da ist nichts Seltenes bei. Da sind nur Ausnahmen aus den verschiedenen Videos drauf. Da sind Live-Performance-Fotos, also das sind nur Motive, die man als Fan eigentlich schon kennt. Und man wünscht sich ja so einen Kalender auch mal, ja, ein bisschen Abwechslung oder auch unveröffentlichte Aufnahmen. Da ist man leider sehr zurückhaltend in der Michael Jackson-Welt. Ja, das war auf jeden Fall der 2023-Kalender. Ich hoffe, ja, dass der mir gerade auseinandergeflogen ist, war jetzt gerade nicht ein Wink in das neue Jahr. Wir hatten jetzt genug schräge und schlechte Jahre. Ja, ich bin immer noch ein bisschen perplex deswegen, aber gut. Ja, wir sind aber damit auch schon am Ende dieser Folge.
Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein bisschen kommentieren würdet, liken würdet, mir ein Feedback geben würdet. Soll ich eine dritte Folge machen? Ja, nein? Bitte gerne mal kommentieren. Folgt mir gerne auch, abonniert den Kanal und ich wünsche euch ein tolles 2023, ein tolles neues Jahr. Und wir sind sehr gespannt, was Michael Jackson oder was das Michael Jackson-Universum nächstes Jahr für uns parat hält. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch ein gutes, gesundes 2023. Macht's gut!